3 Radler, 5 Monate, 11 Länder. Eine Fahrradreise quer durch Eurasien. Von der Türkei aus über den Iran, Armenien, Georgien, Russland, durch Osteuropa, zurück nach Deutschland. Das Ganze so nachhaltig wie möglich. Fahrrad statt Flugzeug, Strom nur aus Solarpanels oder Nabendynamos und nie aus der Dose. Wasserfilter statt Einwegplastikflaschen und genauer Dokumentation von allem, was wir kaufen und konsumieren. Nach 12 herrlichen Tagen in Olympus ging es endlich in die Berge, nach Kappadokien. Von dort aus weiter nach Malatya und auf den Nemrut. Durch kurdisches Gebiet an den Vansee bis nach Dor Beyazit am Araratberg, von wo aus wir dann in den Iran weitergereist sind. In Olympus, was in der Nähe von Antalya liegt, haben wir auf kleinere Ritzel für unsere Fahrräder gewartet. Wobei warten für uns hieß, mit vielen netten und lustigen Leuten in unserem gemütlichen Baumhaushostel entspannen, bei Mond und Sonnenschein am Strand chillen, jeden Tag klettern gehen, die Water-Soloing ausprobieren und von Klippen hüpfen. Il court, elle court, il court, elle court, il court, elle court sans s'arrêter. C'est un furet, c'est une furie dans la forêt sans s'arrêter. Un jeu d'enfant dans und Acro-Yoga machen. éternel, son éternel. Le foulard tombe, le masque trompe, tous dans la tombe. Danach ging es dann in die Berge, und zwar für die nächsten Wochen. Und schon zu Beginn stand fest, dass Berge nicht gleich Berge sind. Von bewaldet Il court, elle court, c'est un feu fou, c'est une furie dans la forêt. und saftigen grünen Wiesen bis hin zu endlos öden Hochebenen und kargen, felsigen Gestein war alles dabei. Im Gegensatz zur Küste waren die Berge auf jeden Fall dünner besiedelt. Da war es manchmal schon Glückssache, ob wir in den kleinen Dörfern am Straßenrand etwas für unser Mittagessen ergattern konnten. What time is it? What time is it? I don't know, tell me. Bilmiyorum. Saat yok mu? Telefonunuzda yok. Burada var. Çekil lan bir tane. Çek babasına. Dur. Cenazeye geçten çarpıldı adam. Çek. O halde bu değilleri. Schon kurz vor unserem ersten, etwas höheren Pass wartete das erste Bergabenteuer auf uns. Bald nachdem wir das letzte Dorf hinter uns gelassen hatten, ging es auf einmal los. Erst starker Regen, dann Hagel, begleitet von Donner und Blitz in der Ferne. Den einzigen Unterschlupf fanden wir unter ein paar knorrigen Bäumen. Doch zum Glück war der heftige Ausbruch bald wieder vorbei und auch die Plastiktüte, welche unser Brot fürs Abendessen schützen sollte, hat dicht gehalten. Der nächste Tag begrüßt uns mit Sonnenschein, so dass wir unsere Sachen trocknen können. Schon rollten wir runter in das Städtchen Göreme in Kappadokien und aller Anstieg war vergessen. Wir tauchten fasziniert ein in eine Welt der Höhlen und bestaunten in Fels gehauene Wohnhäuser, Kirchen und sogar Paläste. Zudem stiegen wir hinab in für einst von christlichen Siedlern errichtete Höhlenstädte, die bis zu 2000 Menschen für mehrere Monate Schutz boten.
Durch ausgeklügelte Belüftungsschächte, eigene Brunnen und Lagerstätten für Wein war hier wohl ein recht angenehmes Leben möglich. Bei der Abfahrt aus Göreme hatten wir dann wohl schon zu viel Höhlenluft geschnuppert, um wieder im Zelt zu schlafen, und so machten wir uns auf die Suche nach einer eigenen Höhle, zumindest für eine Nacht. Abseits der touristischen Pfade fanden wir dann unser neues Zuhause und begannen gleich mit dem Einzug. Das Wohnzimmer ist ein bisschen klein, aber es hätte jetzt zum Glück 3 Schlafzimmer. Und zudem hatten wir eine Küche und einen Essbereich im Freien. Nach einer friedlichen Nacht unterm Kreuz wurden wir dann von komischen Geräuschen geweckt und schauten geradewegs in die Linsen einer Horde Touris. Sie wurden gerade über die Geschichte unseres Zuhause unterrichtet. Sie waren über uns Höhlenmenschen wahrscheinlich ähnlich überrascht und amüsiert, wie wir über sie im Korb ihres Heißluftballons direkt vor unserem Schlafzimmer. Zu unserer Freude und Überraschung war der Himmel voll davon. This is a Byzantine church. Nach Kappadokien ging es dann entlang der einstigen Seidenstraße Richtung Osten. Es ging vorbei an Karavansereien, ehemaligen Herbergen für Pilger der Seidenstraße, durch karges Gebirge ebenso wie durch grüne Täler, und vorbei an vielen grasenden Schafen, Ziegen und Kühen, die auch mal die Flucht ergriffen. Zudem gab es natürlich wieder unzählige Einladungen gastfreundlicher und sehr herzlicher Menschen entlang der Strecke. Wurde der Gegenwind mal zu stark oder der Anstieg zu steil, ging auch mal die Hand raus, naja, an was gerade eben vorbeikam. Daha öncekilerin, daha önce Peygamberime düşman olanların helak olduğu gibi, perişan olduğu gibi Allah'a açar. Yarımın hallerine açar değiller açar. Karadeniz çiçeği o 4 mevsimde açar. Schließlich ging es dann hoch zum Nemrut Dahi, dessen Anstieg es wirklich in sich hatte. Haydi bile gidelim sislere dumanlara al bohçanı sevduğum. Nach einer kurzen Nacht unterm Gipfel erklommen wir dann im Sonnenaufgang den Nemrut Dahi und wurden von mächtigen Statuen empfangen. Sevdanın vatanıdır yarımın alevine acar değiller acar Karadeniz çiçeği o 4 mevsimde açar
Yarımın alevine acar değil acar Karadeniz çiçeği. Der 2150 Meter hohe Peak mit seinen riesigen Statuen von Antiochos dem ersten Theos und einigen Gottheiten sollte sein Grab und Heiligstätte einer neuen Religion sein, die persische und griechische Mythologie vereinte. Auf unserer Reise Richtung Osten markierte er für uns zudem das Ende von römischen und byzantinischen Einfluss. Auf der anderen Seite vom Nemrut ging es runter in den wirklichen Osten der Türkei. Eine Region, die wir doch sehr anders erlebt haben als die Küstenregionen oder Kappadokien. Tourismus, Fehlanzeige. Bis auf ein paar wenige Städte wie Diyarbakır ist der größte Teil ländlich geprägt. Unsere Türkischkenntnisse wurden hier lang nicht so freudig wie sonst registriert. Die meisten Menschen hier sind Kurden und sprechen ihre Sprache mit Stolz. Für uns haben sie dann aber doch eine Ausnahme gemacht und auf Türkisch gewechselt. Die Menschen hier waren unglaublich nett und gastfreundlich. Mehr als nur einmal wurden wir zum Essen und zum Übernachten eingeladen. Uns ist außerdem aufgefallen, dass der Islam als Religion hier eine große Rolle spielt. Öfters als zuvor wurden wir auf der Straße angesprochen. Leider aber fast ausnahmslos von Männern. Frauen haben wir nur wenige zu Gesicht bekommen. Und die haben dann meistens eher weggeschaut. Für uns hatte das vor allem zur Konsequenz, dass der Großteil der Menschen dem Fastenmonat Ramadan folgt. Das heißt, Restaurants und viele Geschäfte sind tagsüber geschlossen. Wir selbst haben uns zum Essen meistens versteckt. Reisende sind zwar laut Koran vom Fasten ausgenommen, aber vor den hungrigen und durstigen Menschen zu essen war uns dann doch zu unangenehm. Was uns aber viel mehr zu schaffen machte, war die Hitze. Bei weit über 40 Grad wurden wir dann auch noch krank und kamen nur noch schleppend oder überhaupt nicht voran. Erst als wir uns wieder in die Berge geflüchtet hatten und ein erfrischendes Bad im Warnsee, der auf knapp 2000 Meter liegt, genommen hatten, lief es wieder rund. Es galt, die letzten Berge der Türkei zu überqueren. Aman aman aman, yüreğine kurban, gülüşüne hayran, nazlı yarim koyma beni. So, wir sind jetzt fast auf 2600 Metern. Im Hintergrund sieht man die iranische Grenze, beziehungsweise die direkte Grenze. Wahrscheinlich eher veraltete Machthaber. Noch 12 Kilometer zur Grenze. Drüben fängt die Lastwagenschlange an. Schau, wie lange wir noch brauchen. Abartiger Gegenwind. Anla beni, aşktan oldum deli, gözyaşımın seli aldı beni, deli beni. Özgür aşka geldi, güllerini derdi, bir kulunu sevdi, yar yolunda koyma beni. 2 Monate waren wir am Ende in der Türkei. Etwas länger als erwartet eigentlich. Deshalb waren wir richtig gespannt drauf, in den Iran einzureisen. Wir haben viel von dem Iran gehört, viel Gutes und aber auch viel Schlechtes. Gerade deshalb waren wir richtig gespannt drauf, zu sehen, wie es wirklich ist. Spannend wurde es auch. Und das gibt es im nächsten Video zu sehen. Dann mit etwas anderer Kleidungsordnung.